Mein Sehnen, meine Venen. Es war eine Überraschung für mich eigentlich. War nie geplant und auf meine Familie gar keine Person hat so eine Schlaganfall gehabt. Ich hatte vorher noch eine Krankheit, war eine Polyarthritis, eine Autoimmunerkrankung und war die Behandlung mit so viel Cortison eigentlich, hat eine Blutgerinnsel ausgelöst bei mir. Ich wusste nicht, was ein Schlaganfall ist. Ich habe nur gehört, aber nicht erlebt. Das Besondere an Medical Park ist, dass wir zum einen sehr innovative Medizin und Therapie machen im Spitzenbereich, zum anderen aber auch eine exzellente Serviceleistung anbieten und das auch dann noch an besonderen Standorten. Medical Park ist ein Gesundheitsunternehmen mit bayerischen Wurzeln, mit vielen Kliniken und ambulanten Zentren. Wir sehen uns als Qualitätsführer, haben uns sehr, sehr stark auf die Qualität unserer Leistungen fokussiert und wollen im Markt dort auch als Premium-Anbieter wahrgenommen werden. Wir glauben fest daran, dass wenn sich Menschen in ihrer Behandlung sehr wohlfühlen, sehr aufgenommen fühlen, sich in der Umgebung wohlfühlen, deutlich besser gesund werden als an anderer Stelle. Und das können wir auch wissenschaftlich nachweisen, konnten das in vielen Erhebungen auch bisher zeigen, dass das so ist. Wir haben im Medical Park auch an 5 Standorten neurologische Kliniken. Die allergrößte Gruppe in der Neurologie sind in der Regel die Schlaganfallpatientinnen, aber auch viele andere chronische und akute Erkrankungen aus der Neurologie, Multiple Sklerose, Parkinson und viele, viele andere finden bei uns die geeigneten Therapien. Uns zeichnet aus, dass wir viel Wert auf eine hohe Therapiedichte legen. Dabei ist das Konzept der Neuroplastizität sehr wichtig. Hohe Therapiedichte darf nicht zur Erschöpfung des Patienten führen, sondern ist immer ein Trigger, um etwas anzuregen, das im Gehirn, was in der Regel eine Schädigung erfahren hat, oder in anderen Bereichen des Nervensystems wieder neue Verknüpfungen entstehen können. Und dafür ist der Mix aus einem Impuls in Form einer Therapie und der anschließenden Ruhephase sehr wichtig. In erster Linie war eine Wortfindungsstörung. Das wollte am Anfang überhaupt keine Sprache mehr reden. Sogar auf meiner Muttersprache, Spanisch, weder Spanisch noch auf Deutsch. Überhaupt nicht. Der Arzt bei mir in der Klinikum hat mir einen Kugelschreiber gezeigt und er hat mir gefragt, was ist das? Ich wusste nicht, weder, wie gesagt, auf Spanisch als Lapis oder auf Deutsch, Kugelschreiber. Kommt nicht, eigentlich. War nur, wie gesagt, eine Wortfindungsstörung eigentlich. Nur das. Das war das große Problem eigentlich. Herr Quesada kam zu uns mit der Diagnose einer Aphasie, also einer Sprachstörung. Und die hat sich bei ihm vor allem dadurch gezeigt, dass er Schwierigkeiten hatte mit dem Wort Abruf. Und für seine Kommunikation hieß es, dass er ganz oft Satzabbrüche hatte, dass er nicht das vermitteln konnte, was er wollte, seine Wünsche und Bedürfnisse nicht gut äußern konnte oder nur mit ganz viel Hilfe äußern konnte. Und in einem Gespräch war es so, dass er oft den roten Faden verloren hat und man nicht genau wusste, was er eigentlich ausdrücken möchte. Er hat ganz viel Hilfe durch den Gesprächspartner gebraucht und man musste ihn da gut durchführen durch ein Gespräch. Wir versuchen immer ganz nah an der Forschung dran zu bleiben, um zu wissen, welche Mechanismen können denn wirklich zur Genesung des Patienten beitragen. Auf der anderen Seite sehen wir immer den ganzen Menschen und dessen Bedürfnisse zu befriedigen. Und obwohl er jetzt zum Beispiel einen Schlaganfall hatte oder eine neue Hüfte bekommen musste, wie kommen wir dahin, dass er wieder einen perfekten Tag haben kann? In Berlin zum Beispiel an der Humboldt-Mühle ist es so, dass wir aktuell an einem smarten Textil arbeiten, das mit Sensoren bestückt ist, die messen, welche Bewegungen in welcher Form gerade durchgeführt werden. Und die Zukunftsversion für diesen Prototyp ist, dass man das mit nach Hause nehmen kann und dann zu Hause einsetzen kann, um seine Therapien auch im häuslichen Umfeld fortsetzen zu können, damit es wirklich einen nachhaltigen Effekt hat. Rehabilitation lebt sehr von Zugewandtheit, von Empathie, dass wir
den Patienten wirklich als Mensch begreifen und verstehen und wissen, wo er eigentlich hin will. Ich glaube, dass wir so erfolgreich sind, liegt vor allen Dingen daran, dass wir sehr, sehr eng mit Universitäten und Spezialkliniken gemeinsam ein Angebot entwickelt haben, dass wir nach einer extrem guten Operation eine exzellente Nachsorge, Nachbehandlung im Rehabilitationsbereich anbieten können, die letzten Endes zu einer sehr nachhaltigen Stabilisierung des Operationserfolges beiträgt. Und diese Kombination aus Spitzen-OP, Reha-Nachbehandlung führt zu einem Operationsergebnis, was man weltweit nur in Deutschland bekommt. Als er dann am Ende seines Aufenthaltes entlassen werden konnte, hatte sich bei ihm die Wortfindung so weit verbessert, dass er wieder Gespräche gut führen konnte, dass er Wünsche und Bedürfnisse wieder ganz klar äußern konnte und dass er vor allem in Situationen, wo ihm ein Wort doch nicht eingefallen ist, diese Umschreibungsstrategien so gut einsetzen konnte, dass er am Ball geblieben ist, also dass er im Gespräch geblieben ist und ich glaube damit auch sehr, sehr glücklich war, dass er wieder Herr der Lage und Herr seiner Sprache war. Mein Eindruck über die Therapeuten hier in Löppel war sehr, sehr gut eigentlich. Fand ich sehr kompetent erstmal, sehr freundlich und vor allem viel Geduld haben. Die Hoffnung, dass ich auf die Bühne wieder auf das singen sollte oder singen könnte, ich habe nie verloren. Die Hoffnung war immer dabei.